Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Inga und ich liebe die abstrakte Acrylmalerei. Ich arbeite heute auf einer quadratischen Leinwand, die 60 mal 60 cm groß ist, und ich wollte heute gerne von Anfang an eine Struktur auf der Leinwand haben und habe mich deshalb für ein Stück Aluminiumfolie entschieden. Die habe ich erstmal ein bisschen zerknüllt und dann wieder aufgefaltet, und dann habe ich sie ganz einfach mit der Acrylfarbe, die schon auf der Leinwand war, festgeklebt, und ab und an muss man noch ein bisschen mit etwas mehr Acrylfarbe nachhelfen, damit wirklich die Aluminiumfolie auf der Leinwand auch richtig gut haftet. Wenn du nicht möchtest, dass sich bereits farbige Acrylfarbe auf der Aluminiumfolie befindet, kannst du auch einfach Acrylbinder oder ein anderes Malmedium nutzen. Ich hatte mir vorher Farben zurechtgelegt, die heute etwas pastellig sind, und deshalb passte der türkisgrüne Hintergrund mit der Aluminiumfolie ziemlich gut in mein Farbkonzept. Ich habe dann begonnen, mit einem hellen Türkisgrün zu arbeiten und habe danach zu einem schönen, frühlingshaften Gelbgrün gegriffen. Dann darf auch ein bisschen Gelb nicht fehlen, auch wenn das eher in die orangefarbene Richtung geht und natürlich mit dem Türkis zusammen eine etwas gedämpfte Farbe bildet. Und deshalb werde ich, nachdem ich das helle Rosa aufgetragen habe, nochmal etwas mit dem goldenen Orange nachlegen. Weil ich dann mit den Farben und auch mit den farbigen Übergängen richtig zufrieden bin, trockne ich meine Leinwand dann komplett einmal mit dem Föhn. Wie du siehst, lässt mich das Thema mit der Luftpolsterfolie noch nicht los, und ich möchte heute eben neben der Aluminiumfolie auch nochmal ein paar Noppen auf meine Leinwand bringen, und dazu habe ich erstmal für einen möglichst hohen Kontrast ein dunkles Blau gewählt. Ich habe ja schon einmal beschrieben, wie sich das anfühlt, wenn man mit der Hand über diese Noppenfolie streicht und damit dann die Farbe auf die Leinwand überträgt. Es fühlt sich richtig schön an, richtig weich. Und wenn man dann die Folie abzieht, dann gibt es auch immer so ein leichtes Geräusch, was ich euch jetzt leider nicht hörbar machen kann. Aber alles in allem ist das wirklich eine ganz tolle Sache.
Ich werde heute grundsätzlich weniger mit der Noppenfolie arbeiten, aber ich wollte aus kontrastreichen Gründen nochmal auf ein helleres Blau wechseln und deshalb trage ich jetzt nochmal 2 kleinere Flächen mit dem hellen Blau auf. Das war natürlich noch längst nicht alles. Ich wollte heute auch unbedingt rakeln und da stellte sich mir die Frage, mit welchem Werkzeug arbeite ich heute und mit welcher Farbe werde ich arbeiten. Und nachdem sich so das Bild jetzt entwickelt hatte, wollte ich lieber mit dem kleineren Werkzeug arbeiten, also hier mit der Glättkelle. Und dann bin ich auch erstmal in dem Thema Blau geblieben. Wer sich jetzt fragt, warum ich etwas Weißliches aufgetragen habe und die Acrylfarben in Form von Perlfarben noch nicht kennt, der ist vielleicht ein bisschen überrascht. Aber wenn die Farbe auftrocknet oder jetzt, wo ich die Leinwand drehe, kann man schon sehen, dass sie bläulich schimmert. Das permanent Rot-Violett dient mir jetzt richtig als Kontrast und deshalb habe ich es auch ausgewählt. Es handelt sich dabei um eine transluzente Farbe, das heißt, an den Stellen, an denen sie dicker aufgetragen ist, wirkt sie, als wäre sie deckend, aber sie ist es im Grunde genommen nicht. Und in Verbindung mit der darunterliegenden Perlfarbe wird auch das permanent Rot-Violett an manchen Stellen heller. Wenn ich mit der Glättkelle jetzt diese Bahn ziehe, wird sich auch zeigen, ob die Acrylfarbe, die Aluminiumfolie auch wirklich auf der Leinwand hält. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden mit der Struktur, die sich ergibt und auch, dass die Aluminiumfolie tatsächlich hält. Nach langer Zeit kommt dann auch wieder ein Holzstäbchen zum Einsatz, mit dem ich ganz einfach in die noch nasse Farbe ein paar Linien, Kreise und Rillen ziehe, um die Struktur auf dem Bild noch interessanter zu gestalten. Danach greife ich zu einem Weiß, um den dunklen Ton wieder etwas abzumildern und um die darunterliegenden Farben noch etwas mehr zum Leuchten zu bringen. Mit der weißen Farbe erreiche ich zunächst auch wieder etwas mehr Leichtigkeit auf der Leinwand und außerdem greife ich wieder die pastellige Farbstimmung vom Anfang auf. Beim Schneiden des Videos habe ich dann bemerkt, dass das Bild an dieser Stelle hätte fertig sein können. Ich habe es aber beim Malen nicht so wirklich wahrgenommen, beziehungsweise ich glaube, ich war hier tatsächlich noch nicht fertig mit dem Malen. Also mir kommt dieses Bild an dieser Stelle richtig schön vor, aber wie ihr seht, habe ich danach noch zu einer anderen Farbe gegriffen und ein schönes, sattes Gelb aufgetragen.
Also es gibt ja bei euch in den Kommentaren manchmal die Frage, wann ist ein Bild fertig? Und hier ist jetzt ein schönes Beispiel, wie ich diesen Punkt verpasse oder einen der Punkte verpasse. Manchmal hat man beim Malen eines Bildes mehrere davon. Und nachdem ich das Gelb aufgetragen habe, merke ich, dass ich etwas unzufrieden werde. Und dann setzt etwas ein, was ich das Bild retten nenne. Vielleicht kommt einem das jetzt auch dramatischer vor, aber danach versuche ich dann wieder diese Stimmung des Bildes hinzubekommen. Manchmal gelingt das und manchmal gelingt das tatsächlich absolut nicht. Also ich will nicht sagen, dass das Bild hier an dieser Stelle ein kompletter Fehlgriff ist oder so, so weit würde ich nicht gehen. Aber ab jetzt fängt es an, tatsächlich richtig Arbeit zu machen. Es hatte vorher eine Leichtigkeit und jetzt versuche ich, die Leichtigkeit dort hineinzubekommen. Und wann immer man sich etwas mehr anstrengen muss, um dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will, hat man meistens den Punkt, an dem das Bild fertig gewesen wäre, tatsächlich überschritten. Nachdem ich dann erstmal ein bisschen Titanweiß aufgetragen habe, habe ich zu dem Permanentrot Purpur gegriffen, welches in jedem Fall heller ist als das Permanent Rot-Violett und natürlich auch noch eine gewisse Fröhlichkeit ausstrahlt. Was mich danach dann dazu hat verleiten lassen, zu dem dunklen Blau, welches ich für die Noppenfolie verwendet habe, zu greifen, kann ich euch tatsächlich nicht erklären, weil mir hätte auffallen müssen, dass im Grunde genommen damit 3 Grundfarben auf der Leinwand sind und dann das passiert, was natürlich passieren muss. Die Farben mischen sich alle. Und wer schon immer mal 3 Grundfarben miteinander vermischt hat, weiß, dass anschließend außer einem grauen Grün im Grunde genommen nicht mehr viel übrig bleibt. Also da habe ich bei meinem Rettungsversuch dieses Bildes wirklich absolut daneben gegriffen. Ich hätte jetzt natürlich, so wie es Gerhard Richter an einigen Stellen oft vorgemacht hat, ein großes Werkzeug nehmen können und die Farbe stellenweise von der Leinwand kratzen können. Aber dadurch, dass ich ja auch die Aluminiumfolie auf der Leinwand habe, habe ich auf eine solche drastische Maßnahme verzichtet. Mein Hilfsmittel ist an dieser Stelle das Weiß, mit dem ich jetzt versuche, das Gräuliche auf dem Bild abzumildern, weiße Akzente setze und schon jetzt merke, dass das in jedem Fall die richtige Wahl war. Also ein bisschen wird das Ganze jetzt durch das Weiß verdeckt. Das Weiß mischt sich selbstverständlich auch mit den auf der Leinwand befindlichen Farben, aber es ist nicht mehr so drastisch, es kommt nicht mehr so krass rüber und dann versuche ich, indem ich noch ein bisschen absetze und wieder neu ansetze, dass das Weiß wirklich die Führung auf dem Bild übernimmt.
Da die Aluminiumfolie etwas sehr in den Hintergrund getreten ist, nehme ich gleich nochmal einen kleinen Ball aus übrig gebliebener Aluminiumfolie und versuche damit nochmal ein bisschen Struktur auf die Leinwand zu geben, aber auch die Aluminiumfolie noch ein bisschen freizulegen. Da ich optisch auf der Leinwand eine Zweiteilung wahrgenommen habe, möchte ich diese tatsächlich jetzt mit Farbe darstellen. Und weil sich inzwischen die Leinwand beruhigt hat, war ich dafür, wieder eine kräftige Farbe zu nehmen. Und zwar wieder das Permanent Rot Purpur. Und die ersten Farbaufträge haben mich dahingehend bestärkt, das in jedem Fall noch kräftiger aufzutragen und diese zweigeteilte Leinwand, die ich wahrgenommen habe, noch etwas deutlicher herauszustellen. Vielleicht hättest du dich ja für was anderes entschieden oder auch tatsächlich die Leinwand in diesen weißlichen Tönen so belassen. Du kannst es mir ja gerne einmal in die Kommentare schreiben. Dann zeige ich euch das fertige Bild im noch nassen Zustand einmal von nahem. Man kann tatsächlich teilweise auf die Hintergrundfarbe sehen, teilweise in jedem Fall auf die Schicht, an denen ich mit der Noppenfolie gearbeitet habe. Und in der Mitte ist tatsächlich auch noch etwas von der Aluminiumfolie übrig geblieben. Ich hätte mir gewünscht, dass sie noch etwas stärker hervortritt, aber im getrockneten Zustand werdet ihr gleich bemerken, dass die Farbe, die vorher die Aluminiumfolie verdeckt hat, diese jetzt zum Vorschein bringt und da eine Struktur aufgetaucht ist, an die ich mich tatsächlich noch etwas gewöhnen muss. Dadurch, dass das Bild, wie ich es beschrieben habe und wie ihr euch es angeguckt habt, natürlich völlig anders geworden ist, als so die ursprüngliche Idee war, fehlt mir jetzt tatsächlich etwas von der Aluminiumfolie im unteren Bereich, in dem roten Bereich. Ich bin wirklich gespannt auf eure Kommentare, wie euch mein Rettungsversuch bei diesem Bild gefallen hat. Ich finde, dass der obere Teil noch sehr schön geworden ist. Ich mich aufgrund der Struktur der Aluminiumfolie, der hervortritt, an den unteren Teil noch etwas gewöhnen muss. Aber nachdem ich es jetzt ein paar Tage schon habe betrachten können, bin ich doch ganz positiv auf dieses Bild zu sprechen. Ich danke dir recht herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir vor allen Dingen fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du meinen Kanal bereits abonniert hast. Ansonsten einfach den Kanal abonnieren, damit du auf gar keinen Fall eins meiner Videos verpasst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, hab eine gute Zeit, sei kreativ, bleibe gesund und dann hoffe ich, dass wir uns in 2 Wochen wieder am Sonntagabend um 19:45 Uhr hier auf meinem Kanal treffen. Bis zum nächsten Mal.